Hallo, willkommen im 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Goldanstieg auf 2350 Dollar bis Sommer 2023 macht den Weg für Mega-Goldaktien frei. Disclaimer. Gold und Hui Goldaktienindex Ausbruch ermöglichen Mega-Goldaktien Rallye bis Sommer Ende 2023. Gold ist jetzt zweimal an Widerstand bei 2080 Dollar abgeprallt. Sollte diese Marke jetzt durchbrochen werden, dürfte das einen massiven Goldspike auf 2350 Dollar bis Sommer 2023 nach sich ziehen. Das ist ein Signal an die Märkte, dass jetzt bei Gold die finale Rallye zu erwarten ist, was Gold am Ende analog der 1970er Jahre in Richtung 8500 Dollar steigen dürfte. Aufgrund der extremen Unterbewertung der Goldaktien gibt es zunächst eine extreme Aufholrallye bei Goldaktien, die selbst Gold und Silber klar in den Schatten stellen wird. Ja, das muss man begreifen. Durch diesen Anstieg werden gewisse Schwellwerte durchbrochen, womit einmal Mineninvestment sich lohnt, Produzenten preislich wieder mit Profit produzieren können und das mit einmal überproportional ganz schnell. Das führt dann dazu, dass Goldaktien, die total am Boden sind, mit einmal vom Kapital massenhaft hinzufliegt. Und deswegen kommt es so hoffentlich zu diesen Phänomenen. In der Vergangenheit war das so, dass aus wenigen Goldaktien Dollar-Goldaktien nur mehr wurden. Das gibt es natürlich nur an der Anfangsphase. Deswegen setzen wir so auf Goldaktien. Und dazu braucht es ganz offensichtlich noch zum Auslösen dieser Mania einen etwas höheren Goldpreis. Und dieser Chartist meint eben, dass bis Sommer Gold auf 2350 steigen sollte. Und das könnte dann eben diese überproportionale Goldaktienrallye auslösen. Das wäre natürlich sehr interessant. Charttechnisch finde ich, sieht es auch sehr interessant aus. Ich denke mal, jetzt wird wirklich tatsächlich dieser Widerstand bei 2080 Dollar dauerhaft durchbrochen. Und wenn sobald das passieren ist, wird sozusagen eine Befreiungsrallye geben, die in diesen Bereich gehen können. Viele Chartisten sagen mittlerweile auch schon 2600, 2900 für dieses Jahr vor. Im jedenfalls werden Sie diese Zahlen dann wieder wesentlich häufiger hören, wenn dann Gold in diese Höhe gegangen ist. Das wird man sehen. Die Statisten waren natürlich dementsprechend skeptischer noch, sage ich mal, vor 3, 4, 5 Monaten. Da war noch Gold 2000 außer Reichweite. Dennoch haben wir es vorhergesagt, haben uns an gute Statisten gehalten und es sind im Grunde die gleichen, die das sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es in dem Bereich geht, ist groß und das hat dann das Potenzial, eben diese Unterbewertung bei Goldaktien abzubauen. Also eine einmalig interessante Situation. Auch der Hui zeigt es eigentlich an. Der Hui ist eigentlich auch auf dem Weg zu seinem Allzeitshoch. Das war quasi hier das September-Tief, das wir nochmal hatten, wo, glaube ich, Gold 1650 oder so war. Und der Hui auch nochmal niedrig ist abgeprallt und dürfte jetzt in den oberen Trendkanal gehen und möglicherweise auch ausbrechen. Und damit sind wiederum das Top hier von 2011 erreicht. Möglicherweise wird das auch überschritten. Und das dürfte dann dementsprechend auch enorm stark, enorme Auswirkungen für Goldaktien haben, weil natürlich dann die Leute auf diese Charts, die Investoren auf diese Charts gucken und dementsprechend fließt dann sehr viel Kapital in den doch sehr, sehr engen Sektor. Und das kann dann eben zu der benannten Goldaktienpreisexplosion führen. Ja, hier nochmal ein Kupfer-Gold-Projektgenerator, das Papua-Neuguinea, allerdings Gamble-Risiko, sehr hohes Risiko. Nur ich möchte mal zeigen, was es so am Markt gibt. Also hier ist das Bismarck-Archipel, Papua-Neuguinea. Das ist im Wesentlichen ein riesiges Kupferprojekt und Gold ist sozusagen ein Nebenprodukt, deswegen auch Low-Grade. Aber es sind 3,2 Millionen Unzen und es hängt natürlich eben auch viel am Kupferpreis in dem Fall ab. Aber wenn es dementsprechend in die Gänge kommt, hat das natürlich positive Auswirkungen auf das Gold. Wie gesagt, wir bewerten das Gold wir ziehen überall 50% ab, eben Low-Grade, 0,5 heißt 50% Abzug aus der Formel. Das mit Papua-Neuguinea ist auch 50% Abzug und allein
wenn man das Gold dann in diese Potenzialformel tut, müsste denn diese Aktie bei 7,50 $ sein. Das ist natürlich rein theoretischer Potenzialfaktor, was die Zahlen hergeben. Jetzt aktuell sind wir bei 5 Cent bewertet. Aber Sie sehen, diese Aktie hat es schon mal geschafft. Hier, das war die Corona-Krise, irgendwie von 7 Cent auf 0,75 zu gehen. Das heißt, innerhalb von 1, 2 Monaten sich zu verzehnfachen, Ten-Bagger ist. Zumindest das kann sich meines Erachtens absolut schnell wiederholen. Könnte mir sehr gut vorstellen, beim nächsten Aufwärtszyklus ist die ganz schnell bei 50, ist also ein Ten-Bagger. Und dann muss es ja noch lange nicht das Ende sein. Wir erwarten ja jetzt im Zyklus eigentlich die größte und finale Goldaktienrallye sozusagen. Und da kann dann diese Aktie auch in den 1 $-Bereich gehen und drüber hinaus. Ob sie jemals solche Werte annehmen können, das geht natürlich nur, wenn wirklich die Leute um jeden Preis das haben will. Da sind wir noch lange nicht. Aber die Situation kann ja möglicherweise im Sommer zum Jahresende hin entstehen. Und wir sind gar nicht so weit von diesen Werten. Das muss man sehen. Wie gesagt, es ist wirklich Gamble, Glücksspiel, sehr hohes Risiko, keine Kaufempfehlung. Aber trotzdem können gerade diese Aktien dann diese großen Gewinner sein, in die man sehr gerne investiert gewesen wäre. So ist es halt. Ja, einfach nur so viel zur Information. Nochmal generell, wo wir uns befinden. Wir vermuten, dass Gold analog der 1970er Jahre von 2000 jetzt auf 8.500 $ steigt. Das ist ziemlich harte Ansage, aber wir verlassen uns eigentlich nur, wie es in der Vergangenheit war. Das sind einfach Ähnlichkeiten mit dem Chart in den 70er Jahren. Damals lief es von 35 auf 200 $, dann hat es abgesagt auf 100 $, dann ist es langsam wieder auf die 200 gestiegen und dann ging es explosionsartig, exponentiell hoch. Und wir haben absolut die identische Situation. Wir haben hier unseren Lauf hier von 350 oder 200, wo es war, Richtung 2000 gehabt. Das müsste eigentlich ein bisschen höher sein. Dann ist es eben auch korrigiert, länger als damals, zugegebenermaßen. Aus diesem Tal haben wir uns wieder rausgearbeitet. Wie Sie auch bei der ersten Grafik gesehen haben, hier die Tasse wieder geschlossen. Und ja, wenn es läuft wie in den 1980er Jahren und die gedruckten Geldmengen sind auf alle Fälle größer, müsste es hochgehen auf 8.500 $. Ich sage jetzt nicht in einem Jahr, in gut einem Jahr. Absolut nicht. Das ist nicht vorherzusagen. Will ich mich auch nicht festlegen. Auszuschließen ist es nicht. Wir spekulieren in erster Linie eigentlich, wie Sie ja gesehen haben, auf dem Anstieg von 2000 auf 2.350 $ etc. Im Wesentlichen, weil wir uns dann eben erhoffen, dass diese Pennygold-Aktien alle durch die Bank weg, auch die vielleicht nicht so gut sind, in den 1 $-Bereich gehen. Das sehen wir so als ganz große Chance. Momentan glaubt da keiner so richtig dran, deswegen kann man sie noch günstig aufsammeln. Aber wenn sowas zunehmend hier, dieser Anstieg von den Anlegern möglich gehalten ist, dann kommt ab irgendeinem Punkt kommt eine riesige Kapitalflut. Und Goldaktien sollten in der Frühphase profitieren. Ja, also das war quasi eine Wiederholung. Wir unterteilen ein, welche Ereignisse liegen vor uns. Und wir glauben eben im Wesentlichen, dass jetzt hier ist einfach das langfristige Silberchart. Silber ging während der letzten Silber-Rallye in 8 Monaten 180% hoch. Und die Statisten meinen, es ist ein ähnliches Setup, dass es jetzt auch in 8 bis 12 Monaten auch ungefähr um 180% hochgeht. Und das hat damals eine enorme Goldaktien-Rallye ausgelöst. Und wir hoffen dann, dass eben solche Penny-Stocks-Aktien, das ist nur zur Illustration, die ist damals hier von der Corona-Krise von 2 Cent auf 36 gestiegen, ist wieder abgesagt, ist jetzt irgendwo bei 8 Cent. Und wir hoffen eigentlich, dass sich das wiederholt und ausbricht, vielleicht, dass die Richtung 1 $ geht. Deswegen, das will ich damit illustrieren, deswegen in dieser Frühphase interessieren wir uns jetzt für diese Art von Penny Stocks, die hoffentlich in den Dollarbereich gehen. Hoffentlich viele von den Investments. Da ist es ja nicht sicher, es können die ein oder andere ausfallen. Aber wenn man, sag ich mal, die Guten ständig beobachtet und ständig nachkauft, dann maximiert man eigentlich den Anteil an Goldaktien, die das dann doch schaffen. Ja, generell, warum Goldaktien? Irgendwie eine extrem Unterbewertung. Die sind doppelt und dreifach unterbewertet.
Zum einen haben wir auf der rechten Seite das Goldaktien-Gold-Ratio und Sie sehen, seit 1996 sind die Goldaktien im Verhältnis zu Gold sinken, haben eigentlich erst jetzt die letzten Jahre einen Boden ausgebildet und warten eigentlich hier, dass sie sozusagen zurückschnappen und das wahrscheinlich in einer Super Monster Rallye. Und wenn wir, sage ich mal, diese Rallye, also Goldaktien gegenüber Gold, das war hier 2011 von diesem Silberanstieg, der auch schon erheblich war. Wenn das jetzt ähnlich kommen sollte, wie die hier diese Chartisten das auch sehen, müsste die 3- bis 4-mal heftiger sein als 2011. Gut, theoretisch abgeleitet. Mir scheint das plausibel, aber eine Kristallkugel haben wir nicht. Aber nochmal eine andere Sache, die nicht ganz unerheblich ist. Hier werden die sogenannten Junior-Minen mit den Senior-Minen, also die Barricks mit diesen kleineren, wie ich Ihnen das gezeigt habe, aufgezeigt. Und diese kleineren sind im Wesentlichen exorbitant unterbewertet zu den normalen Goldaktien. Und dann gab es eben dieses Phänomen, als damals im Jahr 2000 der Goldboom losging, sind diese Junior-Aktien im Vergleich zu den Jahren völlig ausgebrochen. Hier sehen Sie es 2002, berühren sich hier mit den Senior-Aktien, schießen drüber hinaus. Und damals war eigentlich der größte Aufschlag von Penny-Gold-Aktien, die es gegeben hat. Und genau dieselbe identische Situation warten wir. Deswegen kann man gar nicht anders als extrem bullisch sein, allein schon wegen dieser beiden Verhältnisse hier, gerade was dann Penny-Gold-Aktien trifft. Und unabhängig davon ist ja Gold selbst enorm unterbewertet. Also es ist eigentlich nicht von dieser Welt, die Unterbewertung, wenn man ganz ehrlich ist. Warum kann man, das werden wir vielleicht nie erfahren, wir können darüber spekulieren, aber es ist einfach extrem. Ähm, Ereignis 2, Axis 3. 3, das ist mehr oder weniger, wenn die Goldaktien, sage ich mal, die Unterbewertung abgebaut haben, hochgeschleudert sind auf hoffentlich $1 plus, sind die nicht mehr besonders billig. Sie sind auch anfällig für die Eingriffe von Politikern. Dann merken das auch die Politiker in den Herstellerländern, und die könnten übergriffig werden, sage ich mal, extra Steuern, vielleicht ausländisches Kapital nicht zulassen oder Kapitalexporte oder auch der Export der Ware kann blockiert werden. Da müssen wir vorsichtig sein. Deswegen glaube ich eigentlich nur, dass in der Frühphase Gold- und Silberaktien sinnvoll sind. Danach sind sie einfach, es kann zu allgemeinen Rückgängen kommen, aber auch irgendwelche Formen von Eingriffen. Aber momentan ist es nicht so. Momentan freuen sich eben diese Länder darüber, dass sie vermehrt Arbeitsplätze etc. dadurch haben. Und deswegen denke ich mal, werden wir in den nächsten 6 bis 9 Monate von diesem Problem eigentlich noch relativ unbehelligt sein. Aber generell sind Gold- und Silberaktien auch irgendwie ein Fieberthermometer der Gesamtsituation. Wenn die hoch sind, haben wir viele Probleme möglicherweise systemischer Natur. Vielleicht kommen die Bankenkrisen dann wieder auch in Fokus. Sie müssen ja sehen, die Gelder, die jetzt für die Bankenkrisenrettung eingesetzt worden ist, reichen immer weniger. Also das heißt, das geht exponentiell sozusagen zurück. Man muss doppelt so viel einsetzen. Ähm, Corona-Krise, Finanzkrise und so weiter. Immer mehr muss man einsetzen, um das überhaupt aufrechtzuerhalten. Jetzt auch. Und man kann immer weniger Zeitraum damit sichern. So muss man das leider auch sehen. Und deswegen möglicherweise bis zur nächsten Bankkrise vergehen auch nur 6 bis 9 Monate. Und bis dahin vermutlich ist unsere Goldaktien-Rallye auch gelaufen und wir haben dementsprechend Gewinne gemacht, weil die nächste Krise kann vielleicht so unter diesen Bedingungen nicht mehr gerettet werden und dann kommt es zu staatlichen Eingriffen aller Art und zu enormen Schwierigkeiten. Also jedenfalls ist es eine potenzielle Bedrohung. Ich will sagen nicht, dass es so kommt, aber das Risiko nimmt irgendwie zu. Das meinen wir mit Ereignis 2, Ereignis 3 und empfehlen eher, Gold und Silber zu haben. Und sobald sich irgendwie die Währungsverhältnisse beruhigt haben, Gold und Silber seine maximale Kaufkraft erreichen, empfehlen wir dann sozusagen, was vom normalen Markt oder gute Häuser etc. übrig geblieben ist, das zu reinvestieren, wie 1980 im Prinzip. Damals konnte man für eine Unze Gold einen Dow kriegen, heute müssen sie noch 14 Unzen hinlegen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, sich mit Standardaktien etc. bewerten. Wir müssen erst mal abwarten, dass wir das Niveau von 1980 erreichen. Und dann kann man über das Reinvestieren nachdenken. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ergebnissen. Damit ist im Grunde einfach gemeint,
Es liegen einfach verschiedene Ereignisse vor uns und man sollte nicht Opfer von diesen Ereignissen sein, sondern sie sozusagen reiten. Also sage ich mal, mehrfach Rodeo, wenn man so will. Wir reiten jetzt Goldaktien, maximieren äh, damit eben unseren Cash und können damit mehr Gold und Silber kaufen. Dann reiten wir sozusagen Gold und Silber, bis die auch ihre Maximalwerte erreicht haben. Dann steigen wir um, dann setzen wir auf neue Zukunftsaktien und auch einfach traditionelle Top-Fonds, Top-Aktien und kaufen die völlig unterbewertet dann ein und reiten die. So, also das meine ich mit der Analogie. Also dann beispielsweise, wenn man jetzt $200 jetzt investiert, könnte man sagen, wir machen für eine 25-fachung mit Goldaktien, dann eine Vervierfachung mit Gold und Silber an sich und dann eine Verfünfzigfachung mit Topfonds etc., wie das auch zwischen 1980 und dem Jahr 2000 so gewesen wäre. Und dann kommt man auf diese unglaubliche Summe. Rückwirkend hätte es sehr gut funktioniert. 70er Jahre Goldaktien, 80er Jahre Topfonds etc. Hätte man auch solche Millionenzahlen machen können. Es ist einfach unglaublich mit ein oder zwei Transaktionen, aber warum soll sich das in irgendeiner Form nicht wiederholen? Ja, und das würde natürlich vielen Leuten einige Zukunftsprobleme nehmen. Ja, 1000-Becker-Report enthält ca. 150 Aktien nach Potenzial, moderaten, hohen und sehr hohen Risiko geordnet. Wir versuchen den Potentialfaktor zu berechnen, wie Sie es ja auch gesehen haben. Und eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Sie können das kaufen. Das ist im YouTube-Video in der Beschreibung verlinkt. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, die sind zu jeder Zeit in Gold und Silber kommen. Ganz leichte Transaktion, eine Überweisung, schon ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Vergleich, waren im Allgemeinen einer immer der günstigsten Broker in der Situation. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn der Inhalt gefallen hat, die Glocke betätigen. Vielleicht auch ein Like geben, wenn das Video für Sie okay war, dann wird der Algorithmus nämlich auch anderen Zuschauern vorschlagen. Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.